So, hallo, heute probieren wir mal was Neues. Stellen wir uns mal einen Timer. 10 Minuten. Und ich male hier eine Skizze, währenddessen ich mit euch rede. Und zwar hat die Anna-Greta12 geschrieben, mega gut, gerade für Menschen mit Anxiety, erstes Tattoo und Neurodivergenz. Und das kam als Antwort auf Käffchen. Auf ein Reel, was ich gemacht hatte. Und dabei ging es darum, wie man sich auf sein Tattoo vorbereiten kann. Und es ist sehr interessant, dass ich natürlich logischerweise in meinem Beruf schon, wie soll ich sagen, etwas gefangen bin. Und für mich ist es Routine. Gefangen klingt falsch. Für mich ist es Routine. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was eigentlich die Kunden machen müssten. Aber ich vergesse natürlich immer wieder, dass es einfach Leute gibt, für die ist es das allererste Tattoo. Und dass die eben gar nicht wissen so richtig, wo fange ich denn an? Was genau muss ich machen? Oder ja, wie gehe ich die ganze Sache überhaupt an? Für mich ist das total logisch. Aber ganz klar, ich arbeite seit Jahren in dem Beruf und ich weiß, was ich brauche. Aber ich kann natürlich nicht erwarten, dass das die Leute auch wissen, die herkommen. Die Leute, die schon öfter zum Tätowieren gegangen sind, wissen das natürlich, klar. Und wenn du jemand bist, der immer wieder zum gleichen Tätowierer oder zur gleichen Tätowiererin geht, dann weißt du natürlich auch, wie die ticken. Und suchst ja meistens auch, außer sie sind super schlecht, niemand anderes, und dann hast du da auch dein Safe Space sozusagen. Und weißt genau, wie die Leute ticken. Aber für alle die es eben nicht wissen, war dieses Reel gedacht mit so 1, 2 kleinen Tipps. Ja, und Anna-Greta sagte, für Leute mit Anxiety, also mit irgendwelchen Angststörungen oder Neurodivergenz, sprich ADHS, Autismus, sowas in die Richtung. Ey, ihr könnt mir immer schreiben und ihr könnt mir auch immer Fragen stellen, was das Beste wäre. Ihr könnt mir auch sagen, ey, ich vertrage überhaupt keine Musik zum Beispiel, ne? Weil meistens ist es so, dass ich kenne mich da nicht super gut aus, aber ein bisschen belesen habe ich mich zu dem Thema auch schon, dass zum Beispiel bei neurodivergenten Menschen einfach bestimmte Dinge anders sind. Es können bestimmte Trigger sein, die einen sehr, sehr unwohl fühlen lassen oder sehr gestresst fühlen lassen, oder da kennen die Leute sich in dem Fall besser mit aus. Aber das kann man mir jederzeit sagen. Ich höre zum Beispiel im Studio gar keine Musik mehr. Früher war es so, dass wir im alten Studio lief unglaublich viel und laut, ja, alles Mögliche. Viel harte Musik. Metal, Punk, Hardcore. Nicht nur, aber oft auf jeden Fall. Und dass wir das teilweise so oft gehört haben, dass uns selbst schon die Ohren abgefallen sind. Ja, unsinnig. Aus der Zeit bin ich raus. Bei mir gibt es gar keine Musik. Bei mir herrscht absolute Ruhe. Außer wir reden natürlich. Und jeder darf sich sein eigenes Hörerlebnis mitbringen. Das kann, wenn du magst, ein Hörbuch sein. Oder Musik oder was auch immer. Das ist ja heutzutage sehr super mit den Kopfhörern, die so klein sind, die man überall mit hinschleppen kann. Du hast dein Handy fast immer dabei und kannst jederzeit irgendwie das hören, worauf du Bock hast, mit den Streaming-Diensten. Und so kann sich halt jeder seine eigene Wohlfühlumgebung schaffen. Und ich tue mein Möglichstes,
dass du dich dann hier auch wohlfühlst. Egal, ob du neurodivergent bist oder nicht neurodivergent oder divergent. Neuro. Normal. Normal ist keiner. Genau. Also es geht vor allem darum, dass man sich wohlfühlen kann. Und ich finde, Wohlfühlen ist ziemlich wichtig fürs Tätowieren. Und um die Atmosphäre zu schaffen, muss man halt miteinander reden. Und bei mir kannst du das jederzeit. Du kannst gerne vorher fragen, was ich dir anbieten kann. Oder du sagst mir einfach klipp und klar, du, das und das stört mich, ich hätte das gern, aber bestimmte Sachen funktionieren für mich nicht. Können wir das vielleicht so machen? Ne? Und das kann bedeuten, dass du sagst, ich traue mich nicht allein zu kommen und ich hätte gern eine Begleitperson mit dabei. Überhaupt kein Thema, können wir drüber reden. Und ich glaube, dass es für bestimmte Leute schon ziemlich wichtig sein kann, eine Checkliste zu haben. Ich habe da so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber dank dem Kommentar bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht doch so eine Art Mini-Checkliste mache. Und es gab ja auch noch ein paar andere tolle Kommentare bezüglich Kleidung und auch was man so ernährungstechnisch mitnehmen kann und so weiter. Wenn euch so eine Liste interessiert, dann sagt mal Bescheid. Dann würde ich mich auch mal hinsetzen und mal tatsächlich irgendwie eine Liste schreiben, die man sich dann, keine Ahnung, als PDF irgendwo ziehen kann. Wäre wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. Ja, jetzt wird's knapp. Noch 2,5 Minuten. Genau, aber ey, wenn sogar jemand von euch dabei ist, der neurodivergent ist, ADHS hat, Autismus. Ich habe ein paar Kunden mit ADHS tatsächlich. Und die bevorzugen tatsächlich so ein bisschen ihre eigene Welt. Also sprich mit den Kopfhörern und so, dass sie da ein bisschen abtauchen können. Und wo ist die Kappe? Hier. Und ich komme gerade nicht auf seinen Namen, spielt aber auch keine Rolle. Wollte zwischendrin immer wieder aufstehen, weil der so hibbelig war. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Info, ne? Weil dann bin ich nicht angepisst im Endeffekt und denke mir so, warum kann er nicht still liegen? Sondern wenn ich das aber vorher weiß, kann man auch unterm Tätowieren mit mir reden und sagen, ich muss jetzt hier ein bisschen energielos werden, können wir kurz Pause machen, vielleicht muss ich kurz mal ein paar Meter gehen. Ey, überhaupt kein Thema. Es geht ja darum, dass es eine schöne Erfahrung ist. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass es einen Haufen Menschen gibt, für die das Tätowieren nicht unbedingt eine sehr schöne Erfahrung war und die dadurch teilweise richtig Angst bekommen haben, nochmal zum Tätowierer zu gehen. Und das finde ich halt schon ziemlich krass. Das ist nicht cool. Und wenn wir das natürlich von Anfang an vermeiden können, dann ist das eine tolle Sache. Aber dafür müssen wir halt miteinander reden und ganz ehrlich, dann kannst du mir ganz klar sagen, du, das und das hilft mir oder das und das hilft mir nicht und dann hoffentlich finden wir da einen Weg, wie man das regeln kann. Ich bin generell für alles offen. Für vieles zumindest. Und was bei mir jetzt hier auch der Vorteil ist, also mein Studio ist ein
ganz klar, ein ganz offizielles Studio, alles angemeldet, bla bla bla. Ich mache das seit 18 Jahren oder so mittlerweile. Der Timer ist abgelaufen. Wir malen aber noch ein bisschen weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Und hier ist absolute Privatsphäre. Alles, was hier passiert, bleibt auch hier. Also sprich, alles, was wir bereden, bleibt hier. Es gibt hier keine anderen Tätowierer, es gibt hier keine Laufkundschaft, hier geht alles nur mit Termin. Und das ganz genau aus dem Grund, um eine sehr private, schöne Atmosphäre zu schaffen, die dafür sorgt, dass die Tätowierung, die du bekommst, in einer ruhigen, angenehmen Umgebung stattfinden kann. In einer Umgebung, wo man ganz normal man selber sein kann und in absoluter Ruhe. Hier kommt noch ein Pünktchen hin. Zack, 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 zack. In absoluter Ruhe und Gelassenheit hoffentlich sein neues Kunstwerk bekommt. So, jetzt machen wir noch ein paar Kleckse. Was heißt wir? Also, ihr guckt zu, wie ich noch ein paar Kleckse mache. Ich habe mich angemalt. Da. Und dann war's das. Aber auch Instagram hier nicht schocken mit zu viel Gelaber. Zack, zack, zack. Außerdem wollte ich euch hier so ein bisschen auf dem beim Prozess mitnehmen, wie meine Bilder meistens so entstehen. Jawohl. Gut. Ja, hier eine kleine Linie. Prima. Jetzt sind wir fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Adios.